SWR 2 Zeitwort. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Um genau 10:15 Uhr schießt die 6 Meter lange Rakete, angetrieben durch ein Gemisch aus Salpetersäure, Kerosin und Druckluft, 20 Kilometer in den Himmel über Zentralafrika. Die Abschussrampe befindet sich auf einer Hochebene an einem Nebenfluss des Kongo. Das gesamte Testgebiet umfasst ungefähr 30% der Fläche Zaires und wurde Lutz Kaiser vom Diktator Mobutu verpachtet. Ziel des Himmelfahrtskommandos: Satelliten erstmals privatwirtschaftlich, günstig und mit einfachen technischen Mitteln in den Weltraum zu transportieren. Mein erster Gedanke war, das kann doch alles gar nicht sein. Das ist ein modernes Märchen, das ist ein Fake. Warum habe ich davon noch nichts gehört? Wenn es das gegeben hätte, wissen wir das doch heute. Eigentlich bin ich erst nach 2 bis 3 Jahren wirklich davon überzeugt gewesen, dass es die Geschichte wirklich gegeben hat. Nämlich als ich die ganzen Archive gesehen habe, Archive, die ich so vorher noch nie gesehen hatte. Erinnert sich der Autor und Filmemacher Oliver Schwem. Das Ergebnis seiner weltweiten Recherchen, die Kinodokumentation Fly, Rocket Fly. Schwem interviewte dazu Wissenschaftler, die an dem Projekt mitgearbeitet hatten, und er fand auch Lutz Kaiser. Der lebte bis zu seinem Tod im November 2017 zurückgezogen auf einer Insel im Pazifischen Ozean und konnte sich noch gut an die ersten Raketenexperimente erinnern. In einem ehemaligen Bunker in Stuttgart-Bad Cannstatt Anfang der 70er. Das dauerte dann 2 Jahre, bis wir herausbekommen hatten, dass man weggeht von flüssigem Wasserstoff zu Salpetersäure, weil die Dichte so groß ist und man viel mehr Treibstoff in einer Rakete unterbringen kann. Weil eine Rakete im Prinzip eine Coca-Cola-Dose mit Inhalt ist. Je mehr man in diese Dose hineinbekommt, desto mehr Antriebsleistung hat man. Das Geld für seine Forschung in Deutschland, umgerechnet fast 2 Millionen Euro, bekam der Diplom-Luftfahrttechniker, der 1970 die Technologieforschungs GmbH gegründet hatte, vom Bonner Forschungsministerium. Von da an durfte auch am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Lampolzhausen bei Heilbronn getüftelt werden. Mit dabei auch der Raumfahrtingenieur Frank Wukasch. Und so haben wir dann auch zum Beispiel einen Einspritzkopf gebaut, der als elektrischen Antrieb einen Volkswagen Scheibenwischermotor hatte. Das hat uns den Ruf eingebracht, die fliegen Raketen mit Scheibenwischermotoren, aber der diente nur dem Antrieb, öffnende Ventile, schließende Ventile, genau das, was ein Scheibenwischermotor perfekt kann. Als dann das europäische Ariane-Programm startete, war Schluss mit der staatlichen Förderung der schwäbischen Raketenbauer. Kaiser, nicht nur ein visionärer Tüftler, sondern auch ein gewiefter Geschäftsmann, gründete die Orbital Transport- und Raketenaktiengesellschaft, kurz OTRAC, und verstand es, für sein Start-up zahlungskräftige Privatinvestoren zu gewinnen. Nur zünden konnte er seine Rakete in Deutschland nicht. Das ließen die Pariser Verträge von 1955 nicht zu. Und so kam Zaire und der Geld- und geltungssüchtige Diktator Mobutu ins Spiel, der dem Raketenbauer Kaiser ein Testgelände überließ. Die Calibration in der Checklist ist nur eine Option. Ja, wenn Sie von der Option Gebrauch machen, dann ist hier das eingegliedert in einen Moment, wo keine Bewegung der Rakete stattfindet. End Position 5 Grad. Während beim ersten Test am 17. Mai 1977, heute vor 42 Jahren, noch alles gut ging, endete der dritte in der Katastrophe. Nach 10 Kilometern Schrägflug bohrte sich die Rakete unter Anwesenheit Mobutus in den Erdboden. Der stoppte das Schwäbische Himmelfahrtskommando, weil sein Traum einer afrikanischen Rakete zerplatzt war. Und auch auf Druck der internationalen Politik, die das Treiben argwöhnisch beäugt hatte.